Haben Sie heute Abend schon ein Glas getrunken? Oder überlegen Sie gerade, ob Sie sich zum Dinner einen schönen Wein gönnen sollen? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich in Ihrem Wohnzimmer. Der Tag war lang, vielleicht auch anstrengend. Sie lassen sich in Ihren Sessel fallen und greifen zu dem Getränk, das Ihnen Entspannung verspricht. Es ist ein Ritual, das Millionen von Menschen über 60 täglich praktizieren. Ein kleines Glas zur Entspannung, ein Schluck gegen die Einsamkeit, ein Tropfen für die Gesundheit. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich verdient an. Doch was, wenn ich Ihnen sage, dass einige der beliebtesten alkoholischen Getränke in deutschen Haushalten für den alternden Körper wie flüssiges Gift wirken? Was, wenn das Getränk, das Ihnen helfen soll zu entspannen, in Wirklichkeit in diesem Moment Ihre Leber zerstört, Ihr Gehirn schrumpfen lässt und Ihr Herz schwächt, ohne dass Sie es merken? Die schockierende Wahrheit ist, nicht alle alkoholischen Getränke sind gleich gefährlich. Während einige wie tickende Zeitbomben in ihrem Körper wirken und jeden Schluck zu einem Schritt näher zum gesundheitlichen Kollaps machen, gibt es andere, die in Maßen genossen tatsächlich weniger schädlich, ja, vielleicht sogar vorteilhaft sein können. Das ist kein Märchen, sondern wissenschaftliche Realität, die von der modernen Altersmedizin bestätigt wird. Es ist eine Täuschung von unvorstellbarem Ausmaß. Die Alkoholindustrie bewirbt jedes Getränk als Genuss, als Kultur, als Tradition. Sie zeigen uns glückliche Senioren, die mit Sekt anstoßen. Doch sie verschweigen die dunkle Seite. Warum ist Alkohol ab 60 plötzlich so viel gefährlicher? Ihr Körper ist keine Maschine, die ewig gleich läuft. Ab dem 60. Lebensjahr verändert sich ihr Stoffwechsel fundamental. Die Leber, sie arbeitet bis zu 40% langsamer als in jungen Jahren. Das Enzym Alkoholdehydrogenase, das das Gift abbaut, wird weniger produziert. Das bedeutet, ein Glas Wein wirkt bei Ihnen heute so stark wie 3 Gläser früher. Das Wasser, Senioren haben weniger Körperwasser. Der Alkohol verteilt sich auf weniger Flüssigkeit und ist dadurch im Blut viel konzentrierter. Das Gehirn, Ihre Blut-Hirn-Schranke wird durchlässiger. Giftstoffe gelangen schneller in empfindliche Areale. Eine erschreckende Studie der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin fand heraus, dass über 30% der Menschen über 65 regelmäßig Alkoholsorten konsumieren, die für ihre Altersgruppe als hochriskant eingestuft werden. Noch alarmierender, viele wissen nicht einmal, dass sie sich jeden Tag ein Stück näher an Leberzirrhose, Demenz oder Herzversagen herantrinken. Aber hier ist die hoffnungsvolle Nachricht und der Grund, warum Sie dieses Video bis zum Ende sehen müssen. Es gibt alkoholische Getränke, die von der Wissenschaft als sicherer eingestuft werden. Getränke, die Antioxidantien enthalten, die das Herz schützen können. Getränke, die in den blauen Zonen dieser Welt, wo Menschen am ältesten werden, täglich auf dem Tisch stehen. Heute werden wir Klartext reden. Hier bei Senior Gesund V sprechen wir die Wahrheit aus, die die Alkoholindustrie verschweigt und die viele Ärzte aus Zeitmangel nicht deutlich genug kommunizieren. Sie werden schockiert sein zu erfahren, welche 4 Alkoholsorten für Senioren besonders tödlich sind, eine davon haben Sie garantiert im Kühlschrank. Und Sie werden überrascht sein von den 4 Alternativen, die bei vernünftigem Konsum sogar Teil eines langen Lebens sein können. Wenn Sie zu unserer Gemeinschaft gehören möchten, wo wir jede Woche lebensrettende Wahrheiten über Gesundheit im Alter aufdecken, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. Drücken Sie die Glocke. Denn Unwissenheit kann in diesem Fall tödlich sein. Lassen Sie uns beginnen mit den 4 gefährlichsten Sorten, die Sie ab heute meiden sollten. Gefährliche Alkoholsorte Nummer 1, hochprozentiger Schnaps und klare Spirituosen, der Leberkiller. Schnaps, Whisky, Wodka, Korn. Diese hochprozentigen Spirituosen sind für viele Senioren der Inbegriff von Tradition. Ein Verdauungsschnaps nach dem fetten Essen, ein Gläschen gegen die Kälte, ein Tropfen für die Nerven. So rechtfertigen Millionen von Menschen über 60 ihren täglichen Konsum. Doch was dabei in ihrem Körper passiert, ist ein biochemischer Albtraum. Das erste Problem ist die schiere Konzentration. Ein kleines Schnapsglas enthält oft die gleiche Menge reinen Alkohols wie ein großes Bier, aber auf extrem kleinem Raum. Für die alternde Leber ist das wie ein Schlag mit dem Vorschlaghammer. Stellen Sie sich vor, Ihre Leber ist ein Filter, der das Blut reinigt. Hochprozentiger Alkohol überflutet diesen Filter schlagartig mit einer Chemikalie, die er nur langsam abbauen kann. Dr. Helmut Seitz vom Alkoholforschungszentrum Heidelberg erklärt, hochprozentiger Alkohol kann die verlangsamte Seniorenleber regelrecht vergiften und zu irreversiblen Schäden führen. Eine Studie der Charité Berlin zeigte, Menschen über 65, die täglich Schnaps tranken, hatten ein 340% höheres Risiko für Leberzirrhose.
Bei Frauen war das Risiko noch höher. Aber die Leber ist nur der Anfang. Schnaps tötet ihr Gehirn. Hochprozentiger Alkohol passiert die Blut-Hirn-Schranke mühelos. Mit jedem Schluck sterben Tausende von Gehirnzellen, die im Alter nie wieder nachwachsen. Besonders der Hippocampus, ihr Speicher für neue Erinnerungen, wird zerstört. Das Ergebnis ist eine Alkoholdemenz, die oft fälschlicherweise für Alzheimer gehalten wird. Sie vergessen Namen, verlegen Schlüssel, erkennen Enkel nicht mehr. Eine niederländische Studie belegt, wer täglich starke Spirituosen trinkt, erhöht sein Demenzrisiko um 67%. Und dann ist da noch die Gefahr der Medikamente. Dr. Sarah Mitchell von der Mayo Klinik warnt, Spirituosen sind für ältere Menschen lebensgefährlich, weil sie Wechselwirkungen erzeugen. Herzmedikamente, Blutverdünner, Schlafmittel, fast alle werden in der Leber abgebaut. Wenn die Leber mit dem Schnaps beschäftigt ist, wirken die Medikamente entweder gar nicht oder viel zu stark. Das kann zu inneren Blutungen führen. Gefährliche Alkoholsorte Nummer 2, süße Sahneliköre und Kräuterliköre, die Zuckerfalle. Baileys, Eierlikör, Amaretto. Diese süßen, cremigen Getränke wirken harmlos. Sie schmecken wie Desserts, sind leicht zu trinken und werden oft verniedlicht. Doch hinter der süßen Fassade verbirgt sich eine doppelte Gefahr, die zerstörerische Kombination aus Alkohol und Unmengen von Zucker. Ein kleines Glas Sahnelikör enthält oft 15 bis 20 Gramm Zucker. Das sind 5 Teelöffel purer Zucker plus 20% Alkohol. Für den Stoffwechsel von Senioren ist das verheerend. Ihr Körper steht vor einem Dilemma. Die Leber will zuerst den Alkohol abbauen, weil er ein Gift ist. Den Zucker muss sie warten lassen. Da sie den Zucker aber nicht speichern kann, wandelt sie ihn sofort in Fett um. Das Ergebnis: eine rasend schnelle Verfettung der Leber. Diese süßen Getränke sind wie Dünger für die Fettleber. Dr. Andreas Pfeiffer vom Institut für Ernährungsforschung warnt, süße Alkoholiker fördern Diabetes massiv. Eine Studie der Universität München untersuchte 3000 Senioren. Das Ergebnis: Menschen, die regelmäßig süße Liköre tranken, entwickelten 3-mal häufiger Diabetes Typ 2. Der Alkohol öffnet die Zellen, der Zucker schießt hinein, die Bauchspeicheldrüse kollabiert. Zusätzlich verstopfen die gesättigten Fette und Emulgatoren in Sahnelikören ihre Arterien. Ein harmlos aussehendes Gläschen Eierlikör hat oft mehr Kalorien und Fett als ein Stück Sahnetorte. Und weil man den Alkohol durch die Süße kaum schmeckt, trinkt man oft 2 oder 3 Gläser. Man merkt den Rausch nicht, bis es zu spät ist. Gefährliche Alkoholsorte Nummer 3, billiger Fuselalkohol und Discountersprit. Der 5-Euro-Wodka aus dem untersten Regal, der billige Korn in der Plastikflasche. Viele Rentner greifen aus Sparsamkeit zu diesen Produkten. Alkohol ist Alkohol, denken sie. Aber dieser Irrtum kann sie das Leben kosten. Billiger Alkohol ist nicht nur geschmacklich schlechter, er ist chemisch unrein. Das Problem sind die sogenannten Fuselalkohole wie Methanol oder Propanol. Das sind giftige Nebenprodukte der Gärung, die bei billiger Massenproduktion nicht vollständig herausgefiltert werden. Hochwertiger Alkohol wird mehrfach destilliert, billiger nicht. Für eine junge Leber mag das nur Kopfschmerzen bedeuten. Für eine Seniorenleber sind diese Begleitstoffe pures Gift. Sie belasten die Nieren und können das Nervensystem schädigen. Dr. Klaus Müller vom Giftinformationszentrum Berlin erklärt, für ältere Menschen ist das, als würden sie verdünntes Lösungsmittel trinken. Es kann zu Sehstörungen und Nervenschäden führen. Noch gefährlicher ist selbstgebrannter Alkohol, den man vielleicht vom Bekannten geschenkt bekommt. Hier fehlt jede Qualitätskontrolle. Was als guter alter Hausbrand gilt, kann Methanol enthalten, das im schlimmsten Fall zur Erblindung oder zum Tod führt. Dazu kommen künstliche Aromen und Farbstoffe, die den schlechten Geschmack überdecken sollen. Es ist ein Chemiecocktail, der als Getränk getarnt wird. Sparen Sie nicht an Ihrer Gesundheit. Wenn Sie trinken, dann niemals das Billigste. Gefährliche Alkoholsorte Nummer 4, fertige Dosencocktails und Energy-Mixe. Vielleicht haben Sie sie im Supermarkt gesehen, Gin Tonic oder Wodka Energy in bunten Dosen. Sie denken vielleicht, das ist nur was für die Jugend. Aber immer mehr Senioren nutzen sie für unterwegs, beim Wandern oder im Garten. Das ist ein fataler Fehler. Für ältere Menschen sind sie wie Herzinfarkt und Schlaganfall in flüssiger Form. Das Grundproblem liegt in der gefährlichen Kombination aus Alkohol und Stimulantien, Koffein, Taurin. Alkohol ist ein Eudowner, er dämpft das Nervensystem, macht müde, verlangsamt den Puls. Koffein ist ein Euaper, es peitscht das Herz an, erhöht den Blutdruck. Wenn Sie beides mischen, senden Sie Ihrem Herzen völlig gegensätzliche Signale. Schlaf ein,
und renn los, gleichzeitig. Dr. Caroline Weber vom Deutschen Herzzentrum warnt, diese Kombination kann bei älteren Menschen lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern auslösen. Das Herz gerät aus dem Takt. Eine Studie der University of Sydney zeigte, 78% der älteren Probanden entwickelten nach dem Konsum solcher Mixgetränke Rhythmusstörungen. Noch gefährlicher ist der Maskierungseffekt. Das Koffein überdeckt die Müdigkeit, die der Alkohol normalerweise auslöst. Sie fühlen sich wach und nüchtern, obwohl sie eigentlich schon betrunken sind und ihre Reaktionszeit im Keller ist. Das führt dazu, dass sie weiter trinken, weit über ihre Grenze hinaus. Das Sturzrisiko steigt ins Unermessliche. Die 4 gesünderen alkoholischen Optionen für Senioren. Gibt es also gar keinen Genuss mehr? Müssen sie auf alles verzichten? Nein. Die Wissenschaft zeigt, dass bestimmte Getränke in sehr moderaten Mengen weniger schädlich sind und sogar Vorteile haben können. Achtung! Gesünder heißt nicht, dass Sie anfangen sollen zu trinken. Aber wenn Sie genießen wollen, dann wählen Sie diese. Alternative Nummer 1: hochwertiger, trockener Rotwein in kleinen Mengen. Das ist das einzige alkoholische Getränk mit dokumentierten Vorteilen für das Herz. Der Schlüssel liegt im Resveratrol, einem starken Antioxidans, das in den Traubenschalen sitzt. Es kann Entzündungen in den Arterien reduzieren. Eine berühmte Studie der Harvard Medical School zeigte, Menschen, die täglich ein kleines Glas, max 125 Milliliter, hochwertigen Rotwein tranken, hatten ein 34% geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wichtig, wählen Sie trockenen Wein, wenig Zucker und am besten Bioqualität, um Pestizide zu vermeiden. Sorten wie Pinot Noir, Merlot oder Cabernet Sauvignon sind besonders reich an Resveratrol. Alternative Nummer 2: trockener Weißwein, Riesling oder Sauvignon Blanc. Wenn Sie Rotwein nicht vertragen, viele Senioren bekommen davon Kopfschmerzen wegen Histaminen, ist ein sehr trockener Weißwein die perfekte Wahl. Er hat weniger Kalorien als süße Weine und enthält Tyrosol, das ebenfalls zellschützend wirken kann. Eine österreichische Studie deutet darauf hin, dass trockener Weißwein in Maßen den Blutzuckerspiegel weniger belastet als Bier oder süße Drinks. Er ist leichter für den Magen. Alternative Nummer 3: hochwertige, klare Brände, als Digestif. Wenn es Schnaps sein muss, dann niemals billig und niemals süß. Greifen Sie zu einem hochwertigen, ungezuckerten Brand. Ein echter Grappa, ein guter Cognac oder ein klarer Obstbrand. Aber die Regel lautet, Qualität vor Quantität. Eine winzige Menge, 2 cl, nach einem schweren Essen kann die Verdauung anregen, ohne den Körper mit Fuselölen zu vergiften. Vermeiden Sie alles, was Likör heißt, denn das bedeutet Zucker. Klare Brände belasten den Blutzucker nicht. Alternative Nummer 4: alkoholfreies Bier. Die vielleicht klügste Wahl von allen. Die Technologie ist heute so weit, dass alkoholfreies Bier hervorragend schmeckt. Es ist isotonisch, liefert Vitamine und Mineralstoffe, aber keinen Alkohol, der Ihre Leber oder Ihr Gehirn belastet. Für Senioren ist das oft die beste Wahl. Sie haben den Geschmack, die Geselligkeit, das Ritual, aber ohne das Gift. Die goldenen Regeln für ein langes Leben. Damit Sie Ihren Lebensabend gesund genießen können, beachten Sie diese 4 Regeln. Die Dosis macht das Gift, niemals mehr als ein kleines Glas, 125 Milliliter Wein, pro Tag. Die Wasserregel: zu jedem Glas Wein gehört ein großes Glas Wasser. Das verhindert die Austrocknung, die für Senioren so gefährlich ist. Die 3-Tage-Regel: gönnen Sie Ihrer Leber mindestens 3, besser 4 alkoholfreie Tage pro Woche. Sie braucht diese Zeit zur Regeneration. Der Medikamentencheck: wenn Sie neue Tabletten nehmen, fragen Sie immer Ihren Arzt, darf ich dazu ein Glas Wein trinken? Riskieren Sie nichts. Der beste Alkohol für Senioren ist am Ende gar kein Alkohol. Aber wir sind Menschen, und Genuss gehört zum Leben dazu. Wenn Sie nicht völlig verzichten möchten, dann treffen Sie ab heute die klügere Wahl. Greifen Sie zum guten Rotwein statt zum süßen Likör. Genießen Sie jeden Schluck bewusst, statt sich zu betäuben. Haben Sie eigene Erfahrungen mit Alkohol im Alter gemacht? Merken Sie, dass Sie ihn schlechter vertragen als früher? Welche Getränke bekommen Ihnen gut, welche nicht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit unserer Senior-Gesund-V-Gemeinschaft. Wir lernen voneinander. Wenn Ihnen dieses Video die Augen geöffnet hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und teilen Sie es mit Freunden, die vielleicht auch gerne mal ein Gläschen trinken. Sie könnten deren Gesundheit retten. Abonnieren Sie unseren Kanal für mehr lebensrettende Wahrheiten. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie klar im Kopf und passen Sie auf sich auf.
Bis zum nächsten Mal bei Senior Gesund V.